Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und in diesem Monat zeigen wir dir beim Demo-Doppel Ideen zum Produktpaket Wunderbares Werkzeug aus dem aktuellen Mini-Katalog von Stampin' Up. Das ist einmal hier das Stempelset und dazu gehört auch noch eine ganze Handvoll Stanzformen. Bei mir gibt es heute eine Werkkastenkarte. Die sieht so aus. Die Idee bin ich gekommen, als ich den Werkzeugkasten meines Mannes gesehen habe und ich wollte was haben, was man so wie so ein Werkzeugkasten aufklappen kann. Einmal hier überall die Sachen und hier oben kann man dann noch eine Karte rausziehen, wenn sie den lassen würde, wo man was draufschreiben kann. Ja. Am Ende meines Videos verlinke ich dir die Idee von Angela von der Stempelfamilie und in der Beschreibung findest du den Link zu allen Demo-Doppel-Videos und die Maße zu dieser Karte. Und dann fangen wir doch mal gleich an. Für diese Werkkastenkarte brauchst du 2 Stück Farbkarton in 14,5 x 26 cm, 4 Stück Farbkarton in 14,5 x 4 cm, 4 Stück Designerpapier in 14, das ist es nicht, dieses hier ist es, 4 Stück Designerpapier in 14,3 x 3,8 cm, 1 Stück Designerpapier in 14,3 x 10,2 cm und 2 Stück Designerpapier, da habe ich ein anderes hier genommen, in 14,3 x 5 cm. Außerdem 1 Stück Designpapier in ungefähr 3 bis 4 cm x 30,5, das ist einmal der lange Bogen abgeschnittenen Stück, und 1 Stück weißen Farbkarton in 8 x 3 cm, das ist die Karte innen drin, und noch so ein bisschen Rest für die Verzierung. Ich habe jetzt schon mal eine Karte hier vorbereitet und die andere machen wir jetzt zusammen. Also nicht eine Karte, sondern eine Hälfte der Karte. So, dieses Stück Karte ist natürlich nicht 8 x 3, sondern 8 x 13 cm. Legt mal alles beiseite. 14,5 x 26 cm. Das muss jetzt ein paar Mal gefalzt werden. Und zwar bei 10,4, bei 13, bei 15,6, bei 18,2 und bei 20,8. Also bei 10,4, 13, 15,6. Ich weiß, das ist nicht schön auf diesem Brett, aber es geht. 18,2 und bei 20,8. Ja. Und das mit beiden Stück Farbkarton. Ich falze das jetzt noch nicht, ich falze das erst gleich, weil ich möchte erst ein paar Sachen vorher zu Ende machen. Dieses hier soll genau wie dieses hier so einen Einschnitt kriegen. Und die Karte ist dann einmal nach links und einmal nach rechts gefaltet. Das heißt, ich drehe mir das hier so rum, wie ich es haben möchte. Und nehme dafür Bleistift und Lineal. Das ist 10,4, das große Stück. Da setze ich mir einmal eine Markierung bei 5,2. Jetzt muss ich selber gucken, wo ich meine Markierung hier hatte. Genau, das ist bei. Dann setze ich mir hier noch eine bei 1,5. Und von der 5,2 Markierung gehe ich jeweils nach links und rechts nochmal 1,5 dahin. 1,5 und male mir dann hier so ein Dreieck auf. Man kann auch eine Handstanze nehmen, wenn man eine passende hat. Ich wollte diesmal mit einem Dreieck arbeiten. Sieht man da. Und dann schneide ich das aus. Man kann es auch auf einem schneiden und das andere da drüber legen und dann ausschneiden. Das ist je, wie man das möchte. So. Dann kommt hier drauf das Stück Designerpapier, das große.
Das hätte ich jetzt in einem schneiden können, aber ich schneide es jetzt nochmal nachträglich. Achtung, es hat diesmal nur einen Abstand von 1 Millimeter zu allen Rändern, nicht so wie sonst etwas mehr. Aber jetzt kann ich das hier hinten ganz hervorragend rausschneiden. So, das ist einfach, damit man die Karte nachher besser rausziehen kann. So. Dann klebe ich meine 4 Teile Farbkarton in 14,5 x 4. Da klebe ich die Stücke Designerpapier in 14,3 x 3,8 drauf. Und auch hier überall nur 1 Millimeter Rand außenrum. Habe ich diesmal bei der gesamten Karte, weil ich ein bisschen mehr von dem Designerpapier zeigen wollte. So. Davon 2 Stück. Und die werden dann später aufgeklebt. Dafür können wir es jetzt einmal falzen. Und zwar, wir nehmen das einmal nach innen, nach außen, nach innen, nach außen und wieder nach innen. So. Und die Linien falze ich jetzt einmal alle nach, damit die ordentlich sind. Ich habe mein Falzbein hier heute. Hier ist es. Und zwar schön kräftig, damit das auch wirklich gut die Kanten schön glatt sind sozusagen. Und dafür gehe ich hier immer ein Stück weiter und mache es von beiden Seiten die Falzkante. So, dann hier habe ich schon mein Designerpapier aufgeklebt und dann jetzt auf jedes zweite Feld kommen Klebestreifen drauf. Und zwar jeweils 2 Stück. Also die Karte, ich finde, die sieht total bombastisch aus, einfach wirklich wie so ein Werkzeugkasten. Ich muss hier nochmal zwischendurch zeigen. Also unser Werkzeugkasten lässt sich wirklich so aufklappen. Aber die ist wirklich total einfach gemacht, wie ihr seht. Also das ist richtig schön. So, und hier kommen jetzt nämlich sozusagen die Stufen reingeklebt. Und zwar, dafür nehme ich eins von diesen hier, klappe das hier so ein bisschen hoch, damit ich das hier in die Falte reinstellen kann. Ich habe deshalb den Kleber nicht ganz an die Falte dran gesetzt. So, stelle das hier dran und drücke es dann nach unten. Dadurch kann ich sicher sein, dass es nicht irgendwie hier zu weit rüber steht und dann sich vielleicht nicht zuklappen lässt. Und das mache ich mit dem zweiten Element auch. Da. Wieder etwas hochstellen. Hier reinstellen. Gucken, dass es oben und unten passend ist und runterdrücken. So. Dann haben wir hier schon die erste Seite vom Kasten fertig. Und wie gesagt, das macht man mit dem zweiten Element auch. Das ist nur einmal spiegelverkehrt. Und jetzt werden die beiden Elemente zusammengeklebt. Dafür nehme ich von dem, wo ich noch kein Designerpapier habe, klebe ich auch doppelseitiges Klebeband drauf. Und zwar wirklich hier ganz nah an den Kanten, an den beiden langen Kanten. Und unten nochmal. Oben will ich ja die Karte reinstecken, deshalb lasse ich das oben offen. Und die Karte lege ich jetzt schon mal rein, dann sehe ich nämlich auch, ob ich vielleicht zu groß geraten ist oder mein Kleber zu weit rüber gekommen ist. Die lege ich hier rein, damit ich sie gleich schon einmal richtig, damit quasi schon, ich sag mal, dass das Papier weiß, dass da noch was zwischen soll. Ich habe es jetzt an dieser hier gemerkt, da habe ich es erst hinterher reingesetzt, ist so ein bisschen schwergängig. Deshalb will ich es jetzt einmal anders machen. So, aufpassen, dass jetzt der weiße Farbkarton nicht mit festgeklebt wird. Also lege ich den hier so rein.
und nehme das Stück, wo das Designerpapier drauf ist, und genauso wie vorhin bei den anderen kleinen Stücken lege ich das hier in die Kante rein. Gucke, dass es oben und unten richtig passt und drücke hier die Klebekanten fest. So, und ich muss sagen, es geht ein bisschen leichter. Ja? So, das hier kann man dann gleich noch bestempeln. Das machen wir später noch. Und das ist im Grunde schon der Werkzeugkasten. Der lässt sich so zusammenklappen und so wieder aufklappen. Und weil es ein Werkzeugkasten ist, habe ich aus dem Designerpapier, was es momentan in der Celebration gibt, passend nämlich zu diesem Stempelset, gibt es für einigen hiervon auch gibt es auch das passende Papier, so, wo das auch abgebildet ist. Und man kann es hier mit einigen der Stanzformen, zum Beispiel den Hammer oder hier, da ist das Maßband, kann man einiges ausstanzen, einiges muss man von Hand ausschneiden, aber das geht bei den Formen wirklich. So, und davon kommt jetzt einiges in meinen Werkzeugkasten rein. Dafür klebe ich da einmal doppelseitiges Klebeband drauf. Oh, die Säge geht ein bisschen farblich unter, aber das ist nicht so schlimm. Hier von dem Zollstock hatte ich nur so ein kleines Stück über. Das ist halt ein kleiner Zollstock, dann gibt es ja auch diese kleinen handlichen. So, und den Rest kommt da jetzt auch rein. Man kann das zum Beispiel auch als Nähkasten machen. Ich hatte früher so einen Nähkasten, der so zur Seite ausziehbar war. So wäre auch eine schöne Idee. Haben wir ja auch ein schönes Stempelset zu. Könnte man auch mal ausprobieren. So. Hier noch eine Zange. Was man so alles braucht. Noch mehr Zangen. Gottes Willen. Oh. Also wirklich, bei dem Designerpapier, was es in der Celebration ja momentan für 60 € Einkaufswert gratis gibt, ist eine Menge dabei. Ja, der kommt hier unten noch mit rein. Alles wild drin. Ich habe wirklich eine Menge ausgeschnitten, aber das können wir jetzt alles schön verwenden. Ein Maßband braucht man auch immer mal. Und hier ganz wichtig, ne? Kein Kleber mitgenommen. Am Schreibtisch festgeklebt, ein Bleistift. Bleistift braucht man immer. Mein Vater sagt immer, die Katzen verschleppen die, aber ich glaube, er lässt sie einfach irgendwo liegen. Gut, dass er meine Videos nicht guckt. So, mein Werkzeugkasten ist voll. Jetzt möchte ich hier noch was draufstempeln. Und zwar hier, das finde ich total klasse an diesem Stempelset. Selbst ist die Frau. Sonst war immer ganz viel einfach zum Vatertag, aber diesmal selbst ist die Frau. Das finde ich so toll, dass es diesen Spruch dabei gibt. Weil es gibt auch Frauen, die viel handwerklich machen. Naja, mir vertraut man die Sachen eher nicht an, sage ich mal. Dann, aber diesmal möchte ich einen anderen Spruch haben, und zwar alles Liebe zum Vatertag. Selbst ist die Frau, haben wir jetzt ja schon. Und dafür nehme ich Blutorange, das habe ich auch als Farbkarton genommen, und das ist auch der Farbton im Designerpapier. Also alles Liebe zum Vatertag. Oben drauf. Jo. Und dann kommt das hier wieder rein. Man kann auch hier oben noch ein Bändchen dran machen, wenn man möchte. Aber wirklich, wenn man dazwischen legt, es lässt sich besser reinstecken. Es ist einfach, dass das obere quasi schon so ein bisschen, ja, nicht gebeult ist, aber schon weiß, da ist was mit drin. So, und so ist ja einfach ein bisschen groß, deshalb wollen wir das hier noch zumachen.
Und zwar nehme ich dafür hier meinen langen Streifen Designerpapier und wickel den einfach hier drum. Den lege ich hier vorne so mittig drauf. Ziehe mir den hier hinten so ein bisschen, gucke, so, halte den jetzt so ein bisschen fest und gucke, dass der sich gut schieben lässt, dass er also nicht zu fest wird. Und klebe dann einmal auf der einen Seite innen ein Stück Klebestreifen und auf der anderen Seite außen, genau schräg wollte ich es machen. Also man kann sich das einzeichnen, wie weit das überlappt, aber einfach hier so einmal schräg drüber, das reicht auch. Ja. So. Und dann lege ich das hier wieder, meine Karte da rein. Guck, dass es wirklich nicht zu fest wird. Lege die beiden hier so übereinander. Schau, dass sie ganz relativ gerade, nicht so krumm und schief wie bei mir. Das hier ist so 1 Millimeter beiseite, damit das einfach hält. So, jetzt habe ich es verkehrt herum. Ich möchte, dass die Naht nach hinten kommt. Man kann die Karte auch so ein bisschen knicken, wenn man es drum macht. So. Und dann habe ich hier noch so ein Reststück. Und da stempel ich jetzt auch noch mal was drauf. Und zwar das Do-it-yourself. Ja, finde ich ziemlich schön mit dem Farbton. Und das klebe ich in diesem Fall einfach so quer drüber. Ich gucke mir das an, wo das liegt. Und setze jetzt einfach hier über dieses Stück einen Klebestreifen. Also ich habe es mir so hingelegt, habe die beiden Ecken, die übergucken, über das Designerpapier festgehalten, damit ich weiß, da darf kein Kleber hin, und habe den Klebestreifen zwischen die beiden anderen Ecken gesetzt. So. So. Ja. Und da habe ich gerade noch gemerkt, dass ich doch tatsächlich was vergessen habe aufzukleben. Und zwar die 2 Stück Designerpapier. Die kommen jetzt natürlich auch noch vorne drauf. Habe den Schreibtisch aufgeräumt und dachte mir, da passt doch was, nicht? Das sind die beiden Stücke, die vorne noch drauf kommen. Die kann man die Karte am besten einmal so flach hinlegen. Und dann auch hier wieder mit 1 Millimeter Rand aufkleben. Einmal die eine Seite. Und dann das möchte ich, dass das auch so rum ist. Und die andere Seite. So. Und jetzt hat der Werkzeugkasten nämlich auch oben einen Deckel. Dann die Lasche noch drum. Und das war's. Ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, es hat dir gefallen, mein Video. Schau dir auf alle Fälle auch Angelas Video an, was sie Tolles gebastelt hat. Und lass mir gerne einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Deine Annalena. Tschüss.